Ich begrüße euch. Das, was ich hier jetzt zeige, das ist das 4. Erklärvideo zur Playlist Fachvokabulare kuratieren. Dieses Video beschäftigt sich mit der Erstellung und der Bearbeitung eines Excel-Makros zur Reduktion auf Wortunikate und zur Sortierung dieser Wortunikate. Wie das ablief, das habe ich ja schon im vorangegangenen Video oder im zweiten Video gezeigt. Aber damit das klar ist, wie es weitergeht, wenn das Word-Makro gearbeitet hat, will ich das nochmal zeigen. Ich gehe zunächst zu dem Text hier in Word, der hier weiterverarbeitet werden soll. Datenschutz und Sicherheit, das Fachbuch vom Herd-Verlag, das ist schon ausgewählt mit STRG A und jetzt wähle ich hier Kopieren, dann ist das in der Zwischenablage. Dann starte ich Excel und da wähle ich Neu und da nehme ich die persönliche Makroarbeitsmappe, die Vorlage dazu. Die heißt hier Wortliste zur Kuratierung vorbereiten. Da klicke ich darauf. Da ist dann wieder ein ereignisgesteuertes Makro, was sofort beim Öffnen dieser Vorlage startet, wenn ich damit also neue Arbeitsmappe anlege. Da wird gefragt, befindet sich die Wortliste in der Zwischenablage? Da sage ich ja, weil ich habe es ja eben kopiert. Jetzt ist sie eingesetzt, fängt erstmal mit den Seitennummern an, durch die Sortierung, die da auch durchgeführt wurde. Der Hinweis, der hier nach der Makroausführung kommt, der lautet, klicke nach dieser Info doppelt auf das Ausfüllkästchen. Und da klicke ich also hin, hier doppelt auf das Ausfüllkästchen und jetzt ist das nach unten ausgefüllt. Bis zum letzten Wort, hier vorne kommen dann die Seitennummerierungen. Deshalb, ich gehe mal nach unten und da sehen wir, da steht zwischenzeitlich als letztes Wort. Da kommen dann noch so ein paar Sonderzeichen, die noch nicht weggemacht wurden, aber die stehen immer am Ende nach dem Z. Und die habe ich jetzt entfernt, genauso wie ich hier unten die Zeichen weggemacht habe, die hier keinen Sinn geben, tue ich hier die Seitennummerierung entfernen. Bis zum Wort ab kann ich hier alles entfernen. So, hier ist es. STRG Minus könnte man nehmen, aber ich will ja hier zeigen, was ich mache. Rechte Maustaste, Zellen löschen. Und dann sehen wir, hier ist jetzt das Wort ab einmal groß und einmal klein geschrieben. Diese Variante entferne ich auch noch. STRG Minus setze ich mal ein und jetzt ist die Liste vollständig und sie funktioniert auch. Ihr wisst ja noch, was gelb ist. Das ist hier nicht in der Referenzliste enthalten, das muss ich lernen. Und das, wo wahr steht, was weiß hinterlegt ist, das ist also der Wortschatz, der hier schon in dem B1 Wortschatz vom Goethe-Institut enthalten ist. So, hier haben wir eine ganze Reihe von Worte, alle, allein, allem, allen. Das sollte man also schon kennen. Aber Analogie, analog, analysiert, Anbahnung, das heißt analysiert kennt man auch, aber hier sind also auch wieder sehr viele, die unbekannt sind. So, das will ich jetzt hier nicht weiter besprechen. Das Makro läuft. Ich will es euch hier kurz zeigen. Man kann das hier nicht über Ansicht Makros anzeigen sehen, weil das ist kein normales Makro, sondern das ist ereignisgesteuert. Das Makro wird ausgeführt, wenn ich mit dieser Vorlage, die ich eben aufgerufen habe, eine neue Arbeitsmappe erstelle und deshalb taucht das hier nicht auf. Aber es gibt eine Tastenkombination, Alt F11 ist die Tastenkombination, wie ich das dann auch so aufrufen kann. Also wir sehen hier bei dieser Arbeitsmappe, da taucht es auf und zwar steht hier Workbook Open, hier oben ist also das Objekt und das, was passiert, die Prozedur, die beim Öffnen passieren soll, die steht hier. Ich will es hier nur kurz erläutern, was hier das Wesentliche ist. Es kommt am Anfang ein Dialog, der laut befindet sich die Wortliste schon in der Zwischenablage, der muss nicht kommen. Wenn wir das gleich aufzeichnen, mache ich das also nicht, sondern es geht hier darum, dass hier
das Blatt Auditieren ausgewählt wird, dann wird die Zelle A5 ausgewählt und dann wird das hier eingefügt und da steht hier Paste Special und hier steht noch Format gleich HTML. Aha, da sehe ich schon den Fehler. Da sollte man nur Text stehen haben, weil dann werden diese Zeichen, die ich eben entfernt habe, die werden dann gar nicht erst eingefügt, weil das sind also Steuerzeichen von HTML. So, und dann ist hier der Bereich angegeben und dann wird eingefügt und sortiert. Hier steht also dann diese Sache mit dem Sortieren. Also das wollen wir gleich besser machen, das Makro, was ich also gleich aufzeichne. Das wird sich dadurch unterscheiden, dass hier statt HTML steht hier Text. So, das ist also jetzt die Vorgabe, die wir jetzt machen wollen. Ich schließe das hier mit Datei schließen, Änderung speichern, nein, war ja nur zum Zeigen. Und jetzt gehe ich auf Datei neu und nehme eine leere Arbeitsmappe, um die Makroaufzeichnung ab hier zu beginnen. Weil ich dann immer auf das richtige Blatt springen will, was auditieren heißt, lege ich hier unten noch eine neue Arbeitsmappe an und die Tabelle 1, die tue ich umbenennen in auditieren mit dem Doppelklick. So, ist ja hier kein Grundkurs, ne, deshalb auditieren. Das wisst ihr auch, wie man das umbenennt. So, ab hier soll dann aufgezeichnet werden, dass ich hier auf der Tabelle 2 stehe und dann aufs Blatt auditieren in die Zelle A1 gehe, da schreibe ich dann Worte rein und dann wird die Zwischenablage eingefügt und Unikate gebildet oder erst sortiert und dann Unikate gebildet. So, das will ich also jetzt in die Zwischenablage holen. Ich gehe hier wieder hin, ne, das Kopieren hier, das mache ich jetzt hier manuell, rechte Maustaste kopieren. Jetzt gehe ich nach Excel und beginne die Makroaufzeichnung. Das geht wie gewohnt über Ansicht, Makros, Aufzeichnen. Und da nenne ich das jetzt nicht Makro 1, könnte ich lassen, aber ich könnte auch Unikate Makro davor schreiben. Unikate habe ich davor geschrieben und hier unten soll dann drin stehen, Zwischenablage einfügen, sortieren und Unikate. So, das habe ich mal da reingeschrieben. Ihr seht, das wird dann automatisch mit dem Apostroph vorweg in dem Makro auftauchen als Kommentar. So, dann klicke ich auf OK. Ab jetzt wird aufgezeichnet. Das sehe ich hier unten an diesem kleinen Quadrat. Wenn ich da drauf zeige, steht da, zurzeit wird ein Makro aufgezeichnet. Klicken Sie hier, um die Aufzeichnung zu beenden. Das steht da als Hilfe. So, jetzt geht's los. Ich klicke jetzt auf das Register Auditieren, gehe in die Zelle A1 und schreibe da mal rein Worte, weil das steht hier da immer oben drüber. Darunter sollen dann die Unikate stehen. Und jetzt füge ich ein, jetzt mache ich es aber richtig, über das Register Start, einfügen, Inhalte einfügen. Da wähle ich Text, also nicht HTML wie eben im Makro, sondern Text. Und dann klicke ich auf OK. Und jetzt wird der Inhalt der Zwischenablage als Text eingefügt. Das Makro wird immer noch aufgezeichnet. Jetzt soll als nächstes sortiert werden. Dazu gehe ich hier auf Sortieren und Filtern und wähle von A bis Z. Jetzt sehe ich also sehr viele Einsen da oben. Darunter geht es dann weiter. Will ich also jetzt nicht zeigen, aber das geht jetzt ziemlich weit nach unten, über 20.000 Zellen, die jetzt befüllt sind. Jetzt kommen die Unikate. Dazu gehe ich jetzt auf Unikate, das steht hier, beziehungsweise Duplikate entfernen. Das ist also sinngemäß das Gleiche. Und da wird hier die Überschrift Worte wird schon vorgeschlagen. Ich klicke auf OK. Und jetzt ist nur noch eine 1 da und eine 2. Das lasse ich alles so. Klicke dann auf OK. Jetzt schauen wir mal, ob unten drunter immer noch Steuerzeichen sind.
Nein, es hört also jetzt mit zwischenzeitlich auf in der Zeile 4669. Und jetzt kann ich noch die ersten Einträge entfernen. Das sind die Seitennummern oder irgendwelche Steuerzeichen, Ad-Zeichen. Also ihr seht, funktioniert soweit bis zum Ab. Ne? Da geht es dann los. Rechte Maustaste betätige ich hier und wähle Zellen löschen. Und jetzt habe ich also genau diese Unikate aus dem Text. So, damit ist die Aufzeichnung zu beenden. Ich klicke hier auf das Kästchen und schaue mir das Makro an. Was muss da vielleicht noch geändert werden? Das geht natürlich jetzt einfach, ne, nicht mehr mit Alt F11, sondern mit Ansicht, Makros. Und da steht Makros anzeigen. Da steht mein Unikate-Makro, so habe ich es ja eben benannt, und klicke hier auf Bearbeiten. Und da sehen wir das, was ich eben gesagt habe. Kommentar steht hier oben. Blatt auditieren wird gewählt, die Zelle A1, dann wird da Worte reingeschrieben und dann steht hier Paste Special Format gleich Text. Also eben in dem, was ich vorgeführt habe, stand da HTML. Ihr seht den Unterschied. Da kommen dann unten drunter nach zwischenzeitlich keine komischen HTML-Steuerzeichen mehr, sondern nur Text. Dann wird hier sortiert, ja, die Unikate werden gebildet und das ist hier unten, Remove Duplicates, ne, das ist also, das sind die Unikate. Und dann bin ich hier noch, da habe ich das Makro dummerweise noch nicht angehalten, Session End XL Down, das heißt, ich bin ans untere Ende gesprungen, um da zwischenzeitlich zu suchen in der Zelle A4673. Das brauche ich hier nicht. Ich habe dann hier noch die Zeilen 2 bis 138 gelöscht. Das sollte das Makro natürlich auch nicht machen gleich, wenn ich das nochmal mit anderem Text mache. So, ich lösche hier alles raus, was hier nicht hingehört, aber das hinterher in der Zelle A12 der Cursor stehen soll, das lasse ich so. Ich kann da auch die Zelle A5 reinschreiben oder A2, das ist vielleicht besser, dann ist der erste Eintrag, müsste das dann sein. Ihr seht also, man kann hier einfach was ändern. Was auch noch geändert werden muss, das ist hier absolut aufgezeichnet, und zwar sind gewählt die Zellen von A2 bis A26632. Da will ich aber im Zweifelsfall noch mehr Vokabeln zulassen, deshalb schreibe ich da noch eine 0 hinter. Das ist 10-mal so viele Zellen werden dann markiert, und das muss ich natürlich auch hier machen, überall wo dieser Bereich A2 bis A26632 ist, da will ich den also 10-mal so groß machen, dass ich auch größere Texte da verarbeiten kann. So, mal schauen, habe ich den sonst wo noch stehen? Hier unten steht er auch noch. Ne? Da. Also überall wo der Bereich ist, der wird 10-mal so groß gemacht durch Anhängen einer 0. So, das ist jetzt mein Makro, was bearbeitet wurde. Das kann man speichern, beziehungsweise werde ich gefragt, ob ich das speichern möchte, wenn ich hinterher die Arbeitsmappe schließe. So, jetzt will ich es ausführen. Dieses Makro gehört jetzt noch zur Mappe 1. Und dann lösche ich einfach mal die Spalte A oder ein paar Spalten mehr. Ich habe jetzt nicht nur A gelöscht, sondern A bis H. Wähle ich Zellen löschen, dann ist alles weg. Ist also jetzt wieder völlig leeres Arbeitsblatt. Und jetzt gehe ich auch wieder auf eine andere Tabelle. Tabelle 2 könnte auch jede andere Stelle sein. So, jetzt will ich natürlich im anderen Text testen, ob das Makro läuft. Deshalb gehe ich wieder nach Word und dort gibt es hier den Rahmenlehrplan von der Kultusministerkonferenz. Den zeige ich bei einem späteren Beispiel noch ausführlicher, auch bei Übersetzungen. Das ist ja eigentlich der Grund. Das hier ist eine Verordnung, da gibt es kein Urheberrecht. Und dieser Text ist auch relativ lang, 380 Seiten steht unten links. Das heißt, ursprünglich waren es so um die 60, aber dadurch, dass das alles ein Wort pro Absatz steht, kommen hier so viele Seiten zustande. Insgesamt habe ich hier 12.829 Wörter.
und die kopiere ich jetzt mit der rechten Maustaste. Dann gehe ich wieder nach Excel. In die leere Arbeitsmappe bin ich auf Tabelle 2. Jetzt müsste das Makro ja fehlerfrei laufen. Gehe dahin, wähle Makro anzeigen und wähle hier ausführen. Und da ist schon alles gelaufen. Also Makro ist zu Ende, Steuerung, Pfeil nach unten, stehe ich bei Zwischen, darunter steht nichts mehr, geht also bis 1990. Jetzt muss ich nur noch die Zeilen entfernen, wo hier die Seitennummern stehen. Rechte Maustaste, jetzt habe ich also schon einige entfernt, Zellen löschen. Ja, da sind noch weitere, bis zum Ab lösche ich alles raus. Rechte Maustaste, Zellen löschen. So, und jetzt habe ich also genau das, was ich brauche, nämlich eine Wortliste, die nur aus Unikaten besteht, die ich dann natürlich an die passende Stelle kopieren kann, wo ich dann meine Liste mit den Erklärungen und Übersetzungen dann habe. Das soll es gewesen sein und ich schließe das hier, die Aufzeichnung. Die Unikate haben wir, die Formeln stehen noch nicht oben drüber, aber alles ist dazu vorbereitet, dass wir also dann im nächsten Schritt die Formeln zum Hyperlink und zum S-Verweis erklären können. Das ist aber dann ein neues Erklärvideo. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.